Das Camargue ist eine der ältesten Rassen der Welt, die wahrscheinlich schon vor unserer Zeitrechnung existierte. Die Frage nach seinen Vorfahren bleibt offen. Wir wissen nicht, welchen Einfluss östliche, berberische, asiatische und keltische Pferde gehabt haben könnten. Es wird angenommen, dass jeder von ihnen eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielte, als sie sich in freier Wildbahn untereinander fortpflanzten. Es wurden mehrere Theorien aufgestellt, aber keine ist eine Gewissheit. Die erste wäre, dass die Camargue ein Pferd ist, das in den Sümpfen der Region beheimatet ist. Eine zweite vermutet, dass es vom Berberpferd beeinflusst wurde, mit dem es bestimmte Eigenschaften teilt. Ein dritter geht auf den Einfluss keltischer Pferde zurück, die wegen ihrer Kampffähigkeiten beliebt waren. Die vierte wäre, dass das Solutré-Pferd mit dem Camargue verwandt wäre. Wie dem auch sei, es ist sicher, dass Wildpferde in der Camargue mindestens seit der Römerzeit erwähnt werden. Im Jahr 1729 wurden in der Region die ersten Hengstdepots eingerichtet, um das Camargue zu einem Kriegspferd zu machen. Die Überfahrten werden jedoch keine positiven Ergebnisse liefern. Im Jahr 1806 kam es erneut zu Kreuzungen in den Gestüten der Provence, die von Napoleon I. durch die Einführung von Hengsten unterschiedlicher Herkunft neu organisiert wurden. Als Arbeitsgrundlage diente das Camargue, weshalb Napoleons Armeen im Jahr 1807 eine große Anzahl von Pferden aus der Region beschlagnahmten. Zu diesem Zeitpunkt wird die Degeneration der Rasse beginnen. Erstens, weil die Züchter aus Angst, ihre Pferde könnten sie verlassen, die Besten loswerden und sie durch defekte Pferde ersetzen, was die Armee sicherlich ignorieren wird. Dann werden auch die Überschwemmungen von 1789 und 1791 eine Rolle spielen, die zu Tierseuchen und Krankheiten führen und die Vitalität der Stuten beeinträchtigen. Während das Camargue-Pferd bereits geschwächt ist, wird seine Weidefläche aufgrund der Rodung und Austrocknung der Sümpfe eingeschränkt. Nach dieser dunklen Zeit werden die schönsten Pferde endgültig verloren gehen. Um 1875 wird sich der Rückgang, der mehr als ein Jahrhundert dauern wird, noch verstärken, und 1905 werden nur noch etwa 15 Herden übrig sein. Die Landwirtschaft, die Zugpferde bevorzugt, schwächt das Camargue zusätzlich, da Bauern bretonische Pferde und Zugpferde aus Main importieren. Um 1950 kam die allgemeine Mechanisierung zu der langen Liste der Hindernisse für das Camargue hinzu. Während sein Aussterben unvermeidlich schien, wird das Camargue dank des Films Crin Blanc, der vollständig in der Region gedreht wurde und die Geschichte eines wilden Hengstes erzählt, dem ein Kind hilft, gerettet. In den folgenden Jahren wird es viele Veränderungen in der Zucht und der Organisation der Herden geben. Im Jahr 1964 wurde der Verband von Züchtern gegründet, denen der Erhalt der Rasse am Herzen lag. Am 17. März 1978 wurde die Gründung des regionalen Naturparks Camargue beschlossen, der eine Neuselektion der Rasse ermöglichen wird. Mit 1 Million Besuchern ab 1995 werden sich die Touristenströme vervielfachen, was die Züchter dazu drängen wird, die Aktivität zu regulieren. Das Camargue, von dem es heute rund 8000 Pferde gibt, ist einer der letzten in Frankreich in freier Wildbahn lebenden Vertreter.